Servus zusammen und herzlich willkommen zu Marcel's Hockey School Krafttraining Teil 2. Im ersten Teil habe ich euch von meinem Dachboden aus die Konzepte vom Krafttraining erklärt und in diesem Video zeige ich euch einen einfachen, aber guten Workout für Eishockeyspieler. Und ich mache es heute draußen, weil es ist hat über 30 Grad draußen. Das ist schon warm, aber ihr könnt es vorstellen, wie warm es momentan in meinem Dachboden ist. Den Workout könnt ihr daheim machen, wenn ihr die Geräte oder Gewichte dazu haben oder natürlich auch im Kraftraum oder im Fitnessstudio. Legen wir los. Und hier ist das Bild des Workout für euch. Wir fangen an mit Core-Aktivierung und dann machen wir uns dynamisch warm. Core-Aktivierung natürlich ganze Stabilisationübungen, Anti-Rotationsübungen. Dann Schnellkraft 3 bis 4 Sätze. Immer daran denken, maximal 6 Wiederholungen. Vom euer Reisen, Kettlebell Swings, umsetzen und so weiter. Superset 1, Oberkörper ziehen und Unterkörper drücken, jeweils 3 Sätze. Ich habe keine Wiederholungszahl da angegeben, weil es hängt davon ab, in welcher Phase der Off-Season oder In-Season ihr seid. Und dann Superset 2, Oberkörper drücken als Beispiel, Liegestützen und Unterkörper ziehen als Beispiel, Kreuz heben und das ist euer Workout. Also Core, was ist gut? Natürlich der Klassiker, Haltegymnastik, Plank. Versuch eine stabile Brücke zu machen, nicht ins Hohlkreuz reingehen. Am Anfang würde ich sagen, versuchen es 30 Sekunden lang zu halten. Wenn es gut läuft, kannst du es bis auf eine Minute aufbauen. Mehr als eine Minute finde ich nicht wirklich sinnvoll. Dann ist es besser, die Übung schwieriger zu machen. Man kann einen Fuß heben und runter und dann der andere Fuß oder natürlich noch schwieriger, die Arme heben und runter. Und wenn man die Arme hebt, ich glaube, ihr seht, ich rotiere ein kleines bisschen. Das ist weniger gut. Man sollte versuchen, so wenig wie möglich zu rotieren. Natürlich nicht nur den Front Plank ist wichtig, sondern auch den seitlichen Plank. Und wichtig dabei für mich ist, dass wir nicht den oberen Fuß auf den unteren drauf tun, sondern davor. Somit erreiche ich meinen Adduktoren hier in diesem Bein und meinen Abduktoren am anderen Bein. Da auch ein bisschen schwieriger wie der Front Plank. Könnt ihr bei 30 Sekunden anfangen oder noch weniger, wenn weniger klappt und das dann aufbauen. Natürlich kann man es schwieriger machen, indem man den Fuß hebt und runter tut und natürlich auch die andere Seite. Und auch sehr wichtig für die hintere Kette, den sogenannten Backplank, wo ich mich so lege, ob meine Beine leicht gebeugt sind oder völlig gerade sind, ist mir hier nicht so wichtig. Und dann hier bleibe ich stabil und ich kann hier dann auch versuchen, das ist aber super schwierig, probier es nicht am Anfang, das Bein zu heben, sogar sehr schwierig für mich und das auch aufbauen. Auch eine weitere sehr gute Core-Übung. Nimm hier einen Stuhl oder eine Bank für den Adduktoren, die immer sehr schwach bei Eishockeyspielern sind. Leider, leider, leider. Und dann kann ich hier mein Bein durchschieben. Desto weiter ich mein Bein reinschiebe, desto leichter wird es. Und versuchen hier auch, der Stuhl ist nicht optimal dafür, hier auch so zu stabilisieren. Desto länger mein Hebel ist, desto schwieriger wird die Übung. Sehr gut für die Adduktoren. Ein paar weitere sehr gute Übungen für den Core. Zum Beispiel den PC-Ball ausrollen, reinrollen. Desto kleiner der Ball, desto schwieriger wird es. Tue meine Ellbogen drauf, bin auf die Knie, roll raus, spann an. Achte, dass ich nicht voll ins Hohlkreuz gehe und roll wieder zurück. Das kann man mit 10 Wiederholungen anfangen und dann schwieriger machen. Es gibt auch diese Ab-Rollers, die sehr klein sind. Die sind gut, würde ich aber für Anfänger nicht empfehlen. Die sind so klein, dass es super, super schwierig ist für Anfänger. Lieber anfangen mit dem PC-Ball und dann das immer schwieriger machen. Weitere Übung, tote Käfer. Dead Bug nennen wir das auf Englisch. Super Übung, Knie 90 Grad. Arme so und ich bewege mache mein linkes Bein gerade und mein rechtes Arm auch gleichzeitig gerade. Immer mit Kontrolle. Wieder zurück. Versuche meinen Rücken stabil zu halten. Nicht, dass ich so mache oder so. Immer eine stabile Kreuzposition und ich kann hier 10 pro Seite machen.
Und zuletzt auch eine sehr wichtige Übung. Komm hier, ich habe eine Stange. Und diese Gummiband, der für mich ein bisschen zu schwach ist. Ich bräuchte einen festeren. Den Perloff Press. Es ist hier ausgedehnt. Ich habe es nah an meinen Körper und ich drücke es weg von meinem Körper und muss die ganze Zeit anspannen. Man kann mit 10 Wiederholungen anfangen, dann die Seiten wechseln und schauen, wie das läuft. Wie im ersten Video, Eishockey hat nicht so viel mit Crunches oder Sit-Ups zu tun. Das sind Übungen, die zwar gute Abs entwickeln, aber nicht unbedingt Eishockey-spezifisch. Die kann man machen, aber es gibt bessere Übungen. So, nach der Core-Einheit machen wir uns dynamisch warm. Wie gesagt, zu wenig Zeit in diesem Video, um einen kompletten Dynamic Warm-Up zu posten. Schaut da oben als Teil meinen Sommertraining-Video auf dem Feld. Echt cooles Video. Dynamic Warm-Up ist da für euch dabei. Dann kommen wir zum Schnellkraft. So, Schnellkraft ist eine Sache sehr wichtig, meiner Meinung nach. Beim Schnellkraft, egal wann in der Saison, Off-Season, nicht mehr als 6 Wiederholungen. Wir wollen immer explodieren. Manchmal beim normalen Krafttraining 15 bis 20 Wiederholungen überhaupt kein Problem, vor allem früh in der Off-Season. Ich zeige euch ein paar Übungen, dann reden wir auch ein bisschen über Langhanteltraining, weil somit assoziiert man den typischen Schnellkraft, aber ich kann es auch mit der Kurzhantel machen. Zum Beispiel hier, ich habe einen Kurzhantel und ich werde einarmiges Reißen machen. Warum mit der Kurzhantel? Ist viel weniger gefährlich, wenn man irgendwie nicht so viel Erfahrung hat und zufällig Mist bauen würde bei diesen explosiven Übungen. Also, ich habe den Hantel zwischen meine Beine, mein Rücken ist flach, ich muss nicht ganz zum Boden gehen, ich kann diese Position hier reicht vollkommen aus. Ich explodiere nach oben und dann fall unter den Hantel. Sieht so aus. Und dann komme ich hoch. Einmal noch. Ich würde das 6-mal machen normalerweise. Und dann komm unter den Kurzhantel. Wichtig dabei ist zu achten, am Anfang kommt man hoch und dann fällt man eigentlich nach unten. Und mein Arm geht oben. Was viele versuchen, das ist auch nicht der optimalste Kurzhantel dafür. Was viele versuchen, ist, die versuchen, das Ding richtig hoch zu drücken. Das ist unheimlich schwierig, sondern man muss versuchen, das erstmal zu ziehen und dann unter diesen Hantel zu fallen. Was noch sehr gut ist, den Kettlebell Swing. Kennen wahrscheinlich viele. Es ist eine explosive Bewegung für die Hüften, ob man den Kettlebell bis hier bewegt oder bis fast über den Kopf. Das ist wirklich eure Sache. Mir ist aber wichtig beim Kettlebell, dass man jedes Mal relativ langsam zur Ausgangsposition geht und nicht das macht. Weil das ist dann für mich kein Schnellkraft mehr, sondern nur das. Also explodieren nach oben, aus der Hüfte, schieb die Hüfte nach vorne, boom, und dann langsam wieder runter. Boom. Und dann langsam unten. Explodieren, boom. Und dann langsam runter. Auch da nicht mehr als 6 Wiederholungen. So, jetzt kommen wir zum Langhantel. Ich habe Langhantel oben im Dachboden. Wollte es nicht den ganzen Weg hier runter tragen. Ich zeige euch nur ein paar Sachen. Kann man Schnellkraft mit der Langhantel machen? Natürlich. Ein paar Sachen. Man muss nicht als Eishockeyspieler unbedingt vom Boden anfangen. Das ist olympisches Heben. Es reicht, wenn man bis ungefähr hier anfängt. Ein paar Sachen. Beim Umsetzen. Diese Bewegung kann sehr schwierig für die Handgelenke einer Eishockeyspieler sein. Ich bevorzuge deshalb Reißen über den Kopf. Beim Reißen sehr wichtig dabei zu achten, man muss die Arme nicht zu breit haben. Somit können wir mehr heben, aber der Last für die Schulter ist sehr groß. Bisschen engerer Grip, man hebt nicht ganz so viel, aber für Eishockeyspieler völlig ausreichend. Und selbe Konzept wie bei der Kurzhantel, nach oben ziehen und dann unter die Stange fallen. Natürlich viel zu leicht für mich. Und ich zeige euch, was man im Rocky Balboa Fitnessstudio machen kann. Also Freunde, Zeit für ein bisschen Rocky Style. Reißen, Rocky Style. Ein bisschen zu breit tatsächlich.
Aber Spaß beiseite, unheimlich wichtig, vor allem beim Schnellkraft. Technik immer bevor Gewicht, weil man sich wirklich dabei verletzen kann, wenn man nicht aufpasst. Und lieber wirklich mit der Kurzhantel anfangen und dann ins Langhantel umsteigen. So, jetzt kommen wir zum Superset 1. Was ist ein Superset? Superset ist nichts anderes als 2 Übungen, die man einfach im abwechselnd hintereinander macht. Man kann das sehr gut machen, es spart Zeit, es hängt aber davon ab, welche Übungen man wählt. Wenn man 2 Armübungen gleichzeitig hintereinander machen würde, das wäre eher schwierig, aber zum Beispiel Oberkörperzugübungen und Unterkörperdrückübungen sind zum Beispiel super dafür. Also werden wir mit dem Oberkörper ziehen. Einfachste Beispiel, Rudern. Ich kann das mal zwischen den Beinen hängen lassen oder ich kann es auch, ich kann ein Knie am Stuhl hier ablegen, besser wäre Bank. So, immer darauf achten, dass der Rücken flach ist, explodieren nach oben und langsam runter und je nachdem welcher Phase man ist, Anfang der Off-Season ruhig 15 bis 20 Wiederholungen, dann runter auf 10 mit mehr Gewicht, auf 6, sogar vielleicht 3, wenn man fast in der In-Season-Phase ist. Und während der Saison dann die Intensität hochhalten, also Gewichte nehmen, mit denen man maximal 6 Wiederholungen machen könnte, aber dann nur oder 2 oder 3 Wiederholungen davon machen. Dann kann man seine Kraft gut erhalten. Also Rudern, ein paar Möglichkeiten. Klimmzüge, ich habe hier keine Klimmzugstange. Klimmzug optimal, für vielen sehr schwierig. Und dann kombiniert man das mit Drücken für den Unterkörper, also der klassische Kniebeuge. Die beste Übung, den ich kenne, wirklich für Anfänger, ist der Goblet Squat. Nimm den Kettlebell oder Kurzhantel. Hier drück es gegen die Brust, geht in der Kniebeuge, schnell hoch, langsam runter, schnell hoch, langsam runter. Wenn das zu leicht ist, nimmt man mehr Gewicht, kann man es auch mit einer Gewichtsweste machen oder natürlich kann man ein Langhantel machen. Wie ist es mit Langhantel, viel Gewicht auf dem Rücken? Ich finde, dass man es manchmal schon machen kann, aber für mich viel Gewicht auf dem Rücken auf Dauer, egal wie gut seine Form ist schon eine richtige Belastung für die Wirbelsäule. Immer daran denken. Vorne ist einfacher oder auch einbeinig. Wenn man das gut kann, kann man zum Beispiel sowas machen. Gewicht in der Hand, Fuß runter, die richtige Entfernung finden. Ich hoffe, das ist für mich gut. Schön in der Hocke gehen, bis das Knie fast am Boden ist. Anspannen, hoch. Also auch immer, nicht immer zweibeinig üben. Am Anfang schon, aber auch einbeinig. Sehr gut. Und so als Squat, Kniebeuge, kann man sehr gut mit Ziehen für den Oberkörper abwechseln. Wer hat gesagt, dass ich keine Klimmzugstange hier habe? Kinder bis 14 Jahren. Also ich fühle mich oft wie 14. Man muss sich jung fühlen. Also Freunde, pack mal ein paar aus, oder? Oh ja, so. Klimmzüge für viele sind sehr anstrengend und vor allem am Anfang der Off-Season, wenn man 15 oder 20 Stück machen soll, das schafft kaum jemand. Also man kann Gummibänder von der Stange hängen lassen, um zum Beispiel einem Knie und dann dehnt sich der Gummiband aus, wenn man dann runterfällt und zieht man sich von alleine oder mit Hilfe nach oben und dann schafft man die benötigte Anzahl von Wiederholungen. Klimmzüge sind eine super Übung. Hier habe ich meine Stange. Also Superset Nummer 2, Unterkörper ziehen oder hüftdominant mit Oberkörper drücken. Lässt sich auch hervorragend kombinieren. Was ist hüftdominant für den Unterkörper? Kreuzheben. Kreuzheben unterscheidet sich zum Kniebeuge. Kniebeuge wird sehr viel aus den Knien und Kreuzheben sehr viel aus der Hüfte.
Meine Knie sind leicht gebeugt. Das sind unterschiedliche Varianten. Ich mache es mit Knie leicht gebeugt. Stecke meinen Hintern raus und gehe runter, bis ich eine richtig schöne Dehnung in meinen Hamstring spüre. Spanne meine Hinten an, schiebe die Hüfte nach vorne und komme wieder hoch. So, dieses Gewicht ist natürlich ein bisschen zu leicht für mich. Man muss es auch nicht mit einem Kettlebell machen, sondern mit einem Langhantel. Oder was ich richtig cool finde, sind diese Hex-Stangen, wo ein Teil der Stange hier vorne ist und ein Teil der Stange hier hinten ist. Man ist quasi in der Stange drin. Damit ist das Gewicht sehr schön in der Körpermitte zentriert, den Langhantel. Und man kann relativ viel Gewicht relativ sicher drauf packen. So, wenn das zu leicht für mich ist hier, dann kann ich es einbeinig machen. Ist auch wirklich hervorragend. Ich halte es in einer Hand, übe mit dem anderen Bein. Balanciere, gehe runter bis zu Boden und ziehe mich wieder hoch. Nochmal. Und da ist übelst viel Gleichgewicht dabei, übelst viel Arbeit für die Hüfte und für die Hamstrings, die oft bei Eishockeyspielern schwach sind. Und dann kann ich das mit Kurzhantel oder Kettlebell, ist auch sehr effektiv, machen, nur einbeinig. Kombinieren, Oberkörper drücken, Liegestütz. Super Oberkörperdrückenübungen. Ich kenne viele Spieler, die keinen Liegestütz machen können. Und das ist echt schlimm, finde ich. Also man muss als Eishockeyspieler einen Liegestütz machen können. Da ist auch viel Stabilisation beim Rumpf dabei. Arme schulterbreit auseinander, die Ellbogen nicht ewig weit. Runtergehen, bis der Brust fast den Boden berührt. Und wieder hoch. Und runter und hoch. Und runter und hoch. Und so weiter. Man kann natürlich auch Bankdrücken ab und zu mal machen. Es ist echt cool, man packt viel Gewicht drauf. Das einzige Problem, man liegt nicht so oft auf dem Rücken beim Eishockey. Man muss weniger mit dem Core stabilisieren. Man soll auch an manchen Tagen über dem Kopf drücken. Das kann man sehr gut mit einem Kurzhantel machen. Ich mache meinen Oberkörper groß, komme in so eine Position und schiebe nach oben. Gehe langsam runter, schiebe nach oben, langsam runter. Und dann kann man einen Kurzhantel sehr gut das üben. So, Liegestütze. Thema, was ist, wenn ich schon so stark bin? Ich kann 30 Liegestütze auspacken. Das ist dann viel zu leicht für mich. Zeige ich euch was. Also Freunde, ich glaube nicht, dass die Liegestütze jetzt so leicht wird. Gewichtsweste, überragende Trainingswerkzeug. Oh. Und jetzt merke ich schon, das ist deutlich anstrengender. Man kann Gewichte raustun aus dieser Weste oder reintun. Oh, das ist schon ein bisschen schwer. So, was fehlt noch? Seilzugübungen, Holzhackübungen im Stehen oder im Knien habe ich leider hier nicht. Wenn ich einen Gewichtsschlitten hätte zum Schieben oder zum Ziehen, wie in manchen Fitnessstudios, wäre es überragend. Aber das ist trotzdem eine einfach, aber sehr funktionelle und effektive Training für Eishockeyspieler. Macht euch nicht so viele Gedanken, wenn euch nicht so viel völlig Eishockey-spezifisch in dem Workout aufgefallen ist. 80% des Krafttrainings ist wirklich sportartübergreifend. Fußballer machen genau das Gleiche. Und 20% ist wirklich nur Eishockey-spezifisch. Macht euch nicht so viele Gedanken, ob die Übungen richtig sind oder nicht, sondern wählt einfach die Übungen, die euch gefallen hat, aus und macht sie dann. Und konstant, lieber 2-mal jede Woche als 4-mal eine Woche, dann 0-mal und wieder 3-mal. Bleibt konstant, denkt an der Wiederholungszahl. Anfang der Offseason 15 bis 20, runter auf 10, 6, 3, wenn die Saison beginnt. Während der In-Season, Intensität bleibt hoch, Volumen geht runter. Schnellkraftübungen, maximal 6 Wiederholungen. Und die Übungen, die ihr treffen müsst: Rumpf, Schnellkraft, Oberkörper ziehen, Unterkörper drücken, Unterkörper ziehen, Oberkörper drücken. Dann habt ihr euer kompletter Körper und werdet fit bleiben und fit werden für die Eishockeysaison. Viel Spaß beim Trainieren. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.